Also ich bin Carsten, bin 31 Jahre alt, bin vom Beruf IT-Manager und bin auf die grandiose Idee gekommen, einen Ironman machen zu wollen. Innerhalb eines Jahres. Und noch nie gemacht bis zu dem. Das ist so meine Idee gerade. Wieso ist es der Ironman geworden? Was reizt dich daran? Weil ich mir nicht vorstellen kann, ihn zu schaffen. Also habe ich gesagt, mache ich ihn deswegen, weil ich ihn schaffen will. Ja. Also ich konnte es mir, bevor ich mich nicht dazu angemeldet habe, ich habe dann irgendwann mal ein Video gefunden dazu. Fand das so spannend, dass ich gesagt habe, mach's auch mal. So, es sind noch 11,5 Monate bis zum Ironman. Heute Laufeinheiten. Ziel des Tages ist es, konstantes Tempo und dazwischen ein paar Intervalle und ein bisschen Rocken. Und dann machen wir jetzt hier ins Gas. Was glaubst du, wird das herausforderndste daran, den Teil? Dass ich vor allem Schwimmen und Laufen nicht kann. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, 180 Kilometer am Stück Fahrrad zu fahren. Ich glaube, das ist einfach die ultimative Herausforderung für mich. Ja, genau das. Inwiefern kann man denn überhaupt trainieren dafür? Also was kannst du trainieren? Ja, also grundsätzlich erstmal die 3 Sportarten. Also was ich gemacht habe, ich habe mir jetzt Hilfe gesucht, in Anführungszeichen professionelle Hilfe, und zwar ist es ein Triathlon-Club. Bei denen habe ich mich angemeldet und du kommst da rein und da sind nur Ironman-Leute. Das erste Mal, als ich beim Schwimmtraining war, hast du nur Ironman-Rucksäcke gesehen. Dann dachte ich mir, okay, die Jungs und Mädels, ich muss tatsächlich sagen, wissen, was ich machen möchte. Und ich glaube, ich bin hier richtig. Und ja, mit denen trainierst du halt nur Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen auf mehr oder minder eigene Verantwortung. Mit Unterstützung dann von Nils und anderen Leuten, die mich dann mit auf den Weg begleiten. Ja, du machst ein bisschen so ein Gruppenprojekt daraus, ne? Ja, weil das für mich alles neues Territorium ist. So auf lange Distanz. Das ist was anderes, 5 Kilometer zu joggen oder 10 Kilometer zu joggen. Marathon, das habe ich noch nie gemacht. Ja. Bis jetzt noch nicht. Das längste habe ich jetzt vor ein paar Wochen gemacht, war ein Halbmarathon. Ja. Ich glaube, Fahrradfahren waren so 60 oder 70 Kilometer das längste. Ja, und Schwimmen, alles was über ein bisschen im Meer planschen und im Schwimmen Freibad und abhängen, habe ich auch noch nicht gemacht. Also sehr lange nicht. Das glaubst du wird die größte Herausforderung in dem ganzen Prozess? Das permanente Training. Das beansprucht Zeit. Ich merke das jetzt gerade schon an mir. Von morgens aufstehen, 6:30 Uhr. 6:30 Uhr. Abgerissen, Gym. 6:30 Uhr ab ins Gym. Let's go! Vor der Arbeit ins Fitnessstudio gehen oder halt laufen oder halt ins Schwimmbad und dann nochmal manchmal nach der Arbeit das gleiche Spektakel. Der Zeitkonsum. Jetzt über ein Jahr hinweg darauf zu trainieren. Auf dieses eine Ziel, und das ist die größte Herausforderung für mich. Ich glaube, das ist das Schwierigste, weil ich ein relativ sozialer Mensch bin. Und ja, so viel für mich alleine zu sein, keine 180 Kilometer Fahrrad fahren. Es ist interessant, dass das die Herausforderung ist und nicht so, ja, das wird irgendwie anstrengend oder körperlich oder so, sondern mehr dieses, oh, ich kann andere Sachen machen. Nee, dieser Prozess. Ja. Also ich bin der festen Überzeugung, Stand jetzt der Dinge, sollte mir nicht irgendwas passieren, irgendwie nur mal umknicken oder sowas oder irgendwas kaputt gehen, tatsächlich wirklich, dann werde ich es schaffen. Also ich glaube, wenn ich mal was anfange, dann ziehe ich das durch, auch wenn es weh tut, wenn es beißt, wenn es zieht, wenn es zappt. Egal, so diesen Erschöpfungszustand, den kenne ich schon ganz gut. Boah, es tut alles weg. Boah, ich muss das jetzt noch irgendwie dahin schaffen, ey, krass. Aber trotzdem weiter, bis das Ziel erreicht ist, egal wie. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Ja. Dein Ziel ist eigentlich nicht so zu trainieren, dass du das gut schaffst, sondern dass du es maximal schaffst, das maximal Genau, dass man quasi die ganze Zeit im Drehzahlbegrenzer fährt. Weil ich finde, das ist das Ultimative, das ist so dieser sportliche Ehrgeiz. Ja. Also klar, das wird nicht die ganze Zeit sein, man kann nicht die ganze Zeit im Drehzahlbegrenzer fahren, aber wie gesagt, schon für mich wäre der Wunsch, weil wie gesagt, ich würde mich, glaube ich, ein bisschen schlecht fühlen, wenn ich im Ziel ankomme und ich bin so, ja, hast du mal gemacht. Das kann ich dir wirklich sagen, weil ich glaube, das war der vorletzte Marsch in Wuppertal.
100 Kilometer ein bisschen angekommen und das war so, ja, jetzt haben wir einen Kilometer gemacht, also voll entspannt. Es tat nichts weh, es war alles okay. Bin dann einfach nur nach Hause gegangen und eingeschlafen und war ein bisschen müde. Also das war dann so, boah nee, das muss jetzt nochmal zackiger werden. Gehst du zum nächsten, dann gibst du Gas. Kommst du dein Ziel an, bis dann. Das ist gut, das ist ein gutes Gefühl. Kurz nach diesem Interview startete ich meine Weltreise. Für die nächsten 6 Wochen bin ich unterwegs und will natürlich weiter trainieren. Und hier erfährst du, wie ich die schönsten Orte der Welt entdecke und gleichzeitig hart für meinen Ironman trainiere. Komm mit auf dieses Abenteuer voller Kulturen, Landschaften und sportlicher Herausforderungen. Der erste Stopp, der ist San Francisco. So, wir laufen gerade im Pace von 5:12, gerade unter der Oakland Lakes. Das heißt, die Brücke zwischen San Francisco und Oakland. Training fühlt sich gut an. Wir haben jetzt 5 Kilometer runter. Wir waren kurz am Oakland, nicht Oakland, San Francisco Giant Ballpark. Und ja, wir laufen jetzt wieder in Richtung 4:39. Heute leichte Einheit, 10 Kilometer. Also ich merke schon, wie gesagt, jetzt länger Zeit nicht gelaufen, aber fühlt sich gut an. Ist ein bisschen anstrengend, aber das ist kein Problem. Solange es so anstrengend ist, nicht wehtut, ist das super. Das Tempo behalten jetzt bei und dann mache ich eine Weiterpause und dann für euch alles gleich. So, für mich ist jetzt die Trainingseinheit vorbei, 10 Kilometer gelaufen. Unfassbar schön am Pier entlang, also vom Baseballstadion bis zu 4:39. Ey, super Strecke, richtig geiles Wetter. Auch super viele andere Läufer. Mein Bein, top, ist jetzt wieder voll am Start. Freue mich, dass es jetzt so geklappt hat, das ganze Quälen und Leiden und Dehnen und Strecken und Machen und Massieren. Hat tatsächlich alles geholfen. Und jetzt fahren wir jetzt wieder nach Hause.
Und nach 6 Tagen war in San Francisco Schluss. Und nun wartet Abenteuer in der Luft, denn es ging einmal über den Pazifik bis hin nach Neuseeland. So, und damit herzlich willkommen zur Nachtschicht. Wir sind jetzt in Australien. Wir machen heute einen Halbmarathon. Wir haben jetzt gerade fast 14 Kilometer runter. Ach, ist das hier schön, Freunde. Man sieht mich, ich bin echt verstaunt, dass man mich sieht. Diesen LED-Scheinwerfer bis zum geht nicht mehr. Krass, ja, ist halt jetzt so. Ja, Freunde. Auch in Neuseeland. Was freue ich mich. So, aber jetzt mal hier Butter bei den Fischen. Heute dieser Halbmarathon. Ey, voll entspannt. 6,5er Schnitt. Nichts Wildes. Nicht überpacen. Es ist einfach. Ey, das Ding muss einfach nur gerade laufen. Und dann passt das auch schon. Und das ziehen wir jetzt durch. Wir laufen jetzt wieder in die Innenstadt. Wie gesagt, ich habe versucht, ein paar Videos aufzunehmen. Es ist katastrophal. Irgendwie ISO läuft nicht. Ist jetzt so. Ja, wie gesagt, wir schrubben das Ganze jetzt hier noch weg. Und dann sind wir morgen auf dem Weg in das wunderschöne Auenland. In diesem Sinne, bis dann. Und damit herzlich willkommen zur Frühschicht. Wir machen jetzt heute 10 Kilometer. Bisschen schneller. Weil ich war gestern noch 5 Kilometer laufen und irgendwie habe ich so leichten Muskelkater im Rücken. Ich weiß nicht warum, weil vielleicht war ich noch ein bisschen schneller. Laufen wir deswegen heute mit 10. Aber ja, das ist Neuseeland, meine Freunde. Wunderschön. Und ja, wie gesagt, ist jetzt kurz vor 8. Die Kids gehen zur Schule. Alle geht's zur Arbeit. Ich gehe laufen. Und ich habe Kaffee auch. Ja, gut. Also in diesem bis dann. Ciao. Und mit diesen wunderschönen Aufnahmen verabschieden wir uns aus Neuseeland. Der nächste Spot, der befindet sich in nordwestlicher Richtung in Japan. My cookies sweet like lollipops. Fresh in the morning, welcome to my
your eyes when to me I die 好きなんでしょ岩のように Floating on the clouds Want the eyes flooding my head spinning round and round ミルクラテ Flavors on your lips 吸い込まれる Going on a bubble tea trip Fly away Sweet honey Can I stay with you いつまでも Fly away Sweet honey Can I stay Let my head spinning round and round Going on a bubble tea trip Sugar in a pick up mix My 心の準備がないそっと君の手を握りしめていたいアイスクリームがとろけるほど My eyes, your eyes when to me I die 好きなんでしょ岩のように Floating on the clouds Want the eyes flooding my head spinning round and round ミルクラテ Flavors on your lips 吸い込まれる Going on a bubble tea trip Fly away Sweet honey Can I stay with you いつまでも Fly away Sweet honey Can I stay Let my head spin round and round Going on a bubble tea trip So, und damit herzlich willkommen zur Nachtrunde oder zur Spätstunde in Osaka. So, heute auf dem Programm kurzer Halbmarathon. Wir haben jetzt ca. 9 Kilometer runter. Das heißt, wir fehlen noch 11 und ein paar zerquetsche. Dann sind wir für heute durch. So, wir haben vorhin also wir sind quasi vom Hotel zum Osaka Castle einmal gelaufen. Und jetzt geht wieder so langsam Richtung Hotel. Die Beine fühlen sich sehr, sehr gut an. Sehr gut, wirklich. Hammer. Allerdings habe ich heute zum ersten Mal Seitenstiche bekommen, als ich so nach einem Drittel mal das Tempo angezogen habe für so 2 Kilometer. Da war ich dann auf ca. 4,50 pro Minute, pro Kilometer. Und ja, jetzt geht's weiter. Ja, und damit haben wir eigentlich auch fast alle Stationen schon durch, wo wir einmal laufen wollten. Fehlt nur noch La Beautiful Paris. Anders nichtsdestotrotz heißt, wir werden hier auf jeden Fall noch ein paar Kilometer in Japan absolvieren. War übrigens der zweite Lauf jetzt. Schon der erste war wie so 8 Kilometer entspannte Runde. Ja, somit der Progress jetzt so in den letzten 2 Monaten sehr geil. Sehr geil. Und ich freue mich, dass das alles so geklappt, dass jetzt auch die Muskeln wieder sauber sind. Ah, das ist Hammer. Das ist einfach gut. Das ist einfach gut. So, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, weil hier geht es ein bisschen durch die Stadt. Und hier sind Autos, Fahrräder und Ampeln überall. Also, wir sehen uns in diesem Sinne. Bis dann. Ciao. So, herzlich willkommen zur Abendrunde. Geht mal wieder durch Tokio. So, das ist jetzt, glaube ich, wird der letzte sein, bevor es am Sonntagmorgen dann für mich zurück nach Paris geht. So, wir laufen heute extrem sauber und extrem schnell. Werden am Ende nur knapp 10 Kilometer sein, aber mit 4 Minuten 40 bis 4 Minuten 50 pro Kilometer. Das heißt, extrem saubere Zeit. Ja, und außerdem ein bisschen Sonnenuntergang in Tokio. Geil. Einfach nur geil. Da macht Laufen einfach doppelt so viel Spaß. So, wie gesagt, es war mir auf jeden Fall eine Freude, euch mitgenommen haben. Das war auch im Ausland.
auch auf Reisen trainieren kann. Das Ausspektakuläre ist ein Ironman. Zum Ende meiner Reise wollte ich mich einer großen persönlichen Challenge stellen. Die Besteigung des majestätischen Mount Fuji. Begleitet mich dabei auf diesem atemberaubenden Abenteuer, während ich meine Grenzen teste und den Gipfel erreiche. Lasst uns gemeinsam Höhen überwinden. Damit herzlich willkommen vom Mount Fuji. Wir sind jetzt hier auf ca. 2500 Meter, das ist die 6. Station. Noch 4 Stationen, dann sind wir oben. So, wie gesagt, das Wetter ist ein bisschen wechselerisch, aber das ist kein Problem. Jetzt sagt er mir, ich brauche 1 Stunde bis zur nächsten Station. Ich bezweifle es. Ich denke, es werden weniger. Naja, auf jeden Fall, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Und da gucken wir mal. Manchmal passiert es, dass du einfach gar nichts mehr siehst. So, ich Lage jetzt Richtung Spitze. So, liebe Leute, der Berg zeigt sich von seiner schönsten Seite und bringt natürlich schönen, kalten Wind mit. So, wir haben jetzt noch ca. 500 Meter bis zum Aufstieg, aber es wird schon merklich kälter. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt hier weiter und mir geht's wohl gut. Also in diesem Sinne, bis gleich. So, diese Passage war unfassbar stark. Schwer aufzusteigen. Wir gehen jetzt hier etwas entspannter den Weg hoch. So, liebe Freunde, wir befinden uns circa auf 3400 Meter. Hier seht ihr jetzt einmal, das macht man als Zeichen, schmeißt man dann Beton rein, um halt sicher auf den Berg zu kommen. Die schwierigste Anstieg. Da ist ein Anstieg. Und sind viele Leute mit dabei. Aber im Gegensatz zu vorhin, das ist tatsächlich jetzt das Ende. Aber wir genießen uns noch einmal. Diese unfassbar schöne Aussicht. Boah, geil. Ich freue mich richtig jetzt. Also wie gesagt, jetzt die letzten paar hundert Meter hat der Berg nochmal richtig reingeknallt. Ich freue mich jetzt darauf, den letzten Rest noch wegzumachen. 400 Meter, dann ist die Nummer hier gegessen. Da ist nämlich noch die letzte Hütte. Wir sind dann circa bei 3500 Metern und dann sind noch 200 Meter Platz. Ich freue mich. Ich freue mich. Bis dann. Und damit soll es das gewesen sein für heute. Wir werden jetzt gleich runtergehen. Wir waren da oben, da auf dem Hügel. Das heißt, das ist die höchste Stelle. Also an der Wetterstation. Aber wir haben es geschafft. Ein Foto gab es auch. Ich bin richtig im Arsch. Das kann ich hier an dieser Stelle attestieren. Wie gesagt, Glück gehabt. Hier ist es erst hier oben steht. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt gehen wir einen schön entspannten, schnellen Weg im Zickzack runter. Ich bin dankbar dafür, dass ich das machen durfte, obwohl jetzt noch die Saison offiziell vorbei ist. Und es war wirklich anstrengend. Gerade die letzten 300-400 Meter. Wow. Oh, geil. Geil. In diesem Sinne, es war mir ein Fest, euch mitgenommen zu haben auf diesem kleinen Trip, diesen wunderschönen Trip, diesem wunderschönen Land. Japan, ich werde dich nicht vergessen, ich werde dich auf jeden Fall nochmal besuchen. Aber den höchsten Berg habe ich geknackt. So, in diesem Sinne, bis dann, ciao. So, meine Freunde, das war Teil 1. Wir sind jetzt gerade im November. Jetzt geht es ins richtige Wintertraining. Wir werden richtig hart beißen, wir werden richtig hart trainieren. Ja, wir werden einfach so weitermachen wie bisher. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich sehe euch mit dem nächsten Teil. Ich wünsche euch das Beste und wir sehen uns. Bis dann. Peace. Also das kriegst du auch nicht noch.
feste drin. Wenn ich jetzt anders denken würde, dann wäre das ja auch nicht. Alle der Schmerz und das Leiden in den Jahren zuvor, das ist ja gar nicht mehr gelungen.